Hello and welcome to my first impressions video of the new Pimax 5K Plus. I have just finished my Back to the Future time machine a few months ago. I mean the real deal, not the small plastic model. You can find the video on my channel together with all the vlogs during the build of the beauty. I have a full-time job right now and I don't have time to make professional videos like the Three Musketeer Pimax testers. This is just a short video to show you my experience with the new VR headset. I had owned an Oculus Rift since June 2016 with added touch controllers later. I had enjoyed the Rift, but I have not played VR for about a year now. Just recently I have sold my Rift set because I will never go back to the small field of view. On Kickstarter I was lucky to be backer number 17 for the 8K with base stations and controllers. But as you know, all was so delayed, I only have the headset right now. I have chosen the 5K Plus because of the screen door grid and better performance. It seems to be the better headset for me. After many months of waiting, Pimax finally shipped the headset. Shipping took 12 days with SF Express from China to London and DPD from the UK to my home. I did not have to pay import taxes. Hallo liebe Leute, so am letzten Samstag, den 20.10. sollte meine Pimax 5K Plus ankommen. Laut DPD-Tracking war sie dann auch ausgeliefert worden um 20 vor 1. Ich war aber den ganzen Tag zu Hause und es ist irgendwie keiner da gewesen. Und dann gucke ich abends rein in das Tracking, ausgeliefert, im Paketkasten hinterlassen. Ich nachgeguckt, keine Pimax da, so eine Scheiße. Und Nachbarn gefragt, ja, es ist nicht da. Ich bin davon ausgegangen erstmal, dass das Ding entweder geklaut wurde oder gar nicht geliefert wurde, ich weiß auch nicht. Ja, riesen Trara und so, ne, mit DPD-Kontakt, mit Pimax hin und her geschrieben und Anzeige bei der Polizei aufgegeben und so weiter, wegen Versicherung und also ein Scheiß. Und aber keiner konnte direkt sagen, wo es ist und ich weiß auch nicht. Ja, irgendwann heute Morgen will ich gerade zur Arbeit gehen und die Mülltonne rausstellen, weil die sowieso heute geleert werden muss. Gucke ich in die Biotonne, da liegt mein Pimax-Karton drin, in der Biotonne. Ich konnte es nicht glauben, ey. Mann, ich war so froh, ich habe das Ding schon abgeschrieben gehabt. Ich habe sie ausgepackt. Hier ist sie endlich. Die gute Pimax 5K. Noch ausprobiert habe ich sie noch nicht, weil ich lade gerade noch das neue Tool runter. Es gibt gerade eine neue Version. 1.0190 ist gerade die neueste Version. Mal gucken, was die so bringt. Mit der 7.6er Version lief das Ding gar nicht, also wurde gar nicht erkannt. Ich hoffe, das wird jetzt gleich mal erkannt am Rechner. Ja, mal gucken. Oh Mann, ich bin gespannt, wie es aussieht. Schauen wir mal gleich. So, das Pi-Tool meldet weiterhin DisplayPort nicht angeschlossen. Ja, obwohl das Kabel drin steckt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, scheiße, was ist das bloß? Habe immer alles rausgestöpselt, auch an der Brille nochmal das Kabel neu reingesteckt, weil das auch manchmal eine Ursache sein könnte. Eine neue Version, nochmal eine ältere Version probiert von dem Pi-Tool, ging auch nicht. So Leute, da ist meine alte MSI-Karte, die R9 390, leider nicht geschafft hat, die Pimax 5K zu betreiben, irgendwie wegen dem DisplayPort 1.2, die alte Karte hatte, und die Pimax braucht halt die DisplayPort 1.4. Deswegen habe ich mir heute eine günstige 2080 Karte gekauft von KFA 2. Ja, ist zwar nichts Besonderes, aber naja, war die einfachste und günstigste Variante. Und dafür bin ich extra mal in 2 Stunden zum Händler hin und zurück gefahren und habe die persönlich abgeholt, weil ich das unbedingt heute ausprobieren wollte. Ja, eingebaut und soweit läuft. Und alles weitere gibt es dann gleich nochmal über die Brille. Erstmal nochmal Entschuldigung, wie immer, die Deutschen sind nicht so begeisterungsfähig, meistens eher so, wenn sie irgendwie über irgendwas berichten. Ja, ist meistens eher so, so neutral, so. Ja, so sind wir halt, ne? Aber ich meine, ich muss schon sagen, ich habe mich tierisch gefreut, dass die Brille endlich da war, also dass ich sie im Mülleimer gefunden habe und sie ausprobiert habe. Und das berichte ich aber gleich noch, wie es denn aussieht. Ja, jetzt habe ich zum ersten Mal das Ding hier installiert und ausprobiert.
Und mein erster Eindruck ist so ein bisschen gemischt. Also gut, ich habe noch kein richtiges Spiel probiert, weil mir auch hier die Vive-Controller fehlen. Ich bin jetzt gerade in The Lab, aber bekomme ich nicht weiter, weil ich im Moment nicht da reinkomme. Ja, ich hatte vorher eben eine andere Demo noch ausprobiert und es ist so, der Screen Door Effekt fällt einem erstmal nicht auf. Da denkt man erstmal, oh, sieht gut aus und so. Und ja, nur beim näheren Hinsehen, dann sieht man ihn natürlich. Ist ein bisschen gitterartig, aber stört jetzt nicht, glaube ich. Und das Field of View ist groß, aber irgendwie, ich hätte es mir noch größer vorgestellt. Also ich habe jetzt auf der mittleren Einstellung, auf der normalen Sichtweise ist es jetzt. Und ja, ich habe jetzt im Moment Tracking. Ich habe nur eine Base Station und es hat irgendwie funktioniert mit dem Setup. Ich hätte jetzt gedacht, man bräuchte zwei. Aber es scheint mal einer hinzuhauen. Im Moment ist jetzt mir wieder kein Bild da. Warum? Wie aktiviert ist oder was? Also irgendwie habe ich das Gefühl, oder auch eben schon mal gehabt, dass mir Steam VR irgendwie abstürzt und dann nicht mehr reagiert und ich muss das Ding komplett beenden. Jetzt scheint es wieder so zu sein, es ist irgendwie nur ein blaues Bild. Kein Inhalt mehr. Ja, schade. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Headstrap hier. Also das ist, finde ich, nicht sehr optimal. Das ist, kann ich auf meinen Kopf irgendwie, es rutscht immer hin und her. Selbst wenn ich es mal ein bisschen fester mache, aber auch der Sweet Spot, sag ich mal so, der rutscht immer hoch und runter. Ich habe noch nicht die beste Einstellung gefunden dafür, das Ding. Ja, mal gucken, wie ich das noch hinkriege. Ja, zum Glück habe ich keine Fehler in den Linsen oder auf dem Bildschirm. Es scheint alles gut zu sein. Insgesamt die Helligkeit ist gut, ist es so, aber wenn das Ding schwarz eigentlich sein sollte oder beim Ladebildschirm, ist das schon ganz schön grau, finde ich. Also es ist schon nicht gerade dunkelschwarz, aber das war ja klar. Ach, da ist das Bild wieder. Von The Lab ist auf einmal wieder der Intro-Bildschirm da. Ja, ich muss immer das ein bisschen hoch und runter juckeln. Über den Ohren drückt das so ein bisschen. Ich muss das nochmal irgendwie richtig einstellen. Also das gefällt mir noch nicht. Das rutscht immer nämlich immer hoch und runter und dadurch wird es mal scharf, mal unscharf. Bildbereich ist schon, ja, keine Ahnung, so vielleicht jetzt. Man sieht, oben sieht man eigentlich nichts, keinen Rand. Rechts und links sehe ich Gewölbung und auch die Effekte, also diese Distortions, sag ich mal so, die Verzerrungen. Es ist ein bisschen unangenehm, also wenn man sich so bewegt, geht das noch, aber manchmal, wenn dann irgendwelche Symbole oder irgendwelche Figuren da hinten, das Schwarze ist so eine schwarze Figur, die da hinten steht, wenn man dann so dreht, dann flackert das immer so. Das ist so ein Ein- und Auspoppen von so Blocks, sag ich mal so, wie soll man das beschreiben? Dass sozusagen die Texturen auf einmal so plopp, 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 das ist, dann flackert das, wenn man sich so dreht, poppt das so rechts und links auf und das ist unangenehm. Also das ist, ja, ist irgendwie nicht schön. Keine Ahnung, woran das liegt. Ob das jetzt die Distortions sein sollen, die gemeint sind. Also ich sehe auch sowieso am Rand, dass es unschärfer wird. Ja. Ich habe jetzt eine Base Station gekauft, eine gebrauchte. Und es hat funktioniert, komischerweise. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil alle sagten, man braucht zwei zum Einrichten. Und habe dann das Pi-Tool, ich habe einfach dieses Room-Setup ausgeführt. Und dann hat er das auch schon gleich erkannt gehabt irgendwie. Und die steht da drüben jetzt auf einer Leiter, also ganz professionell aufgebaut, ne? Weil erstmal nur zum Testen natürlich. Und ja, bis jetzt geht's. Jetzt probiere ich gleich mal Project Cars aus. Ich habe jetzt eben die Base Station von der Leiter hinter mir weggestellt und hier vorne hingepackt, damit ich halt eben hier am Lenkrad sitzen kann und fahren. Aber irgendwie, jetzt sagt er mir im Pi-Tool, ist nicht getrackt. Kriege ich im Moment gerade nicht hin, ich weiß nicht wieso. Ich probiere es nochmal auf der anderen Seite gleich. Ich habe gerade herausgefunden, wie man das Ding wieder zum Tracken kriegt. Also es scheint so zu sein, dass der Abstand zu nah ist. Wenn man das erste Mal da rangeht, muss man das Headset mehr als 1,50 Meter von der Base Station entfernt halten. Dann trackt er den wieder an. Dann kann man es auch wieder näher rangehen danach. Aber beim ersten Mal einrichten oder finden, muss das Ding weiter wegstehen.
Und ich habe die einzelne Base Station auf den Modus A gestellt, hinten an dem kleinen Knopf. Also nach einiger Fummelei habe ich jetzt auch mal Project Cars 1 zum Laufen gekriegt. Ich habe jetzt verschiedene Settings ausprobiert und die Sicht ist ganz gut. Das Problem, was ich habe, mir rutscht das Headset immer ständig auf dem Kopf herum und das heißt, das eine Auge mal das andere Auge wird irgendwie unscharf, dadurch, dass ich finde, der Sweet Spot ist ja doch nicht so riesig. Also wenn man nach oben und unten schiebt, die Brille, dann wird es nach oben und unten irgendwie doch schnell unscharf. Und das passiert immer, wenn man so die Brille so auf hat auf dem Kopf, dann rutscht das eine Auge mal hoch und runter, oder die Brille eher gesagt. Und ja, wird dann eben unscharf. Dann denkt man, wieso kann man nicht gucken oder was? Und besonders schlimm ist das eben auch in dem Innenspiegel. Ja, ich weiß auch nicht, da habe ich manchmal das Gefühl, als ob ich die Bilder da doppelt sehe, genau, weil das ist erst, wenn ich natürlich direkt gerade drauf zuschaue, dann sehe ich das richtig. Aber wenn ich jetzt sozusagen nach vorne gucke und dann einen Blick seitlich hoch zum Innenspiegel werfe, dann sehe ich da zwei Bilder. Also das ist irgendwie doppelt. Sozusagen sieht man auch die folgenden Autos, die hinter einem herfahren, doppelt. So, ich stehe jetzt hier vor der 200 Meter Marke anscheinend und die 100 Meter Marke da hinten, die kann man noch erkennen. Also da sieht man 100, aber das ja, kann man jetzt schon erahnen, sagen wir so, dass es da drauf steht. Also man kann es noch sehen. Es ist schon okay, die Entfernung, die man weit gucken kann. Im Moment habe ich das so, dass es ein bisschen flimmert überall die Texturen und die Kanten und so. Ich habe nur zweifach Anti-Aliasing eingeschaltet. Jetzt kommen wieder die ganzen Autos. Dafür aber Super Sampling hochgedreht, erstmal auf 100 oder 150% auch. Und Pimax ist auf 1.25 eingestellt, PyTool. Und ich habe eine Framerate ungefähr von 30 jetzt gehabt, konnte aber trotzdem gut fahren. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie übel ruckelt oder sowas. Und vorher habe ich das gehabt auf Steam Super Sampling 100% und mit 1.25 vom PyTool und da waren es, ich glaube, 42 Frames pro Sekunde. Ja, und das war auch genauso gut eigentlich. Also was mich halt immer jetzt hier noch stört, ist halt dieses Kantenflimmern so ein bisschen und Flackern und das muss man irgendwie nochmal wegkriegen. 80 durchsenke. Also im Moment teste ich gerade Dirt Rally mit Revive. Rechts 6. Einstellungen sind im Moment PyTool 1.25 und Steam Super Sampling 100%. Habe jetzt hier ungefähr 37 bis 42 Frames pro Sekunde und bin eben schon auf einer anderen Strecke gefahren. Das ging ganz gut. Also in der Brille sieht man wirklich jetzt nur das Cockpit, das Lenkrad. Und wenn ich hier meinen Kumpel angucke da drüben, sehe ich den auch. Kehre links nicht rein. Ich fahre natürlich mal ein bisschen langsam jetzt hier. 130. Das ist schon was anderes hier, diese Steigung und Kurven. Und wenn es runter geht, dann fühlt man sich schon ein bisschen komisch im Auto. Im Magen eher gesagt, nicht im Auto, sondern wird ein bisschen duselig. Bis jetzt habe ich nur glatte Strecken gefahren mit Project Cars und jetzt ist hier natürlich ein bisschen was anderes. Aber es sieht sehr gut aus, man kann es auch gut fahren. Immer noch diese Kanten flimmern, das habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie man das irgendwie hier auch noch wegkriegt mit Anti-Aliasing. Sozusagen diese Kanten von den Schildern zum Beispiel am Straßenrand, das flimmert. Und auch die Zwischenzeit eben, die eingeblendet war, das etwas am Flimmern. Sicht ist gut, also Screen Door Effekt sieht man zwar, aber ist jetzt nicht störend. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist übel. Wenn man sich dann so dreht. Oh. Ja. Ah, meine Güte. Das macht Freude. Also, es ist immer noch viel Verbesserungspotenzial, was man hier so einstellen kann, hoffe ich mal.
Allerdings sind die Frames natürlich ja niedrig, ne, mit 40. Aber ich merke nicht, dass es irgendwie ruckelt oder unangenehm ist beim Fahren. Rechts 20 durch Senke. Wenn es bergab geht. Das ist irgendwie 100. übler, als wenn es bergauf geht, komischerweise. Der Grafik könnte immer besser aussehen, aber es ist ausreichend gut. 100. Schärfe ist sehr gut, finde ich. Also von der Klarheit her ist es sehr gut. Nur dass der Sweet Spot eben so, naja, den muss man eben genau aufsetzen, die Brille, dann ist das gut, das Bild. 60, Gruppe, rechts 6, Verkäufer. Also mit dem Headstrap bin ich noch gar nicht zufrieden. Das ist überhaupt nicht gut, weil es rutscht mir immer ständig weg und dadurch wird das Bild ein bisschen unscharf. Mal hier, mal da auf dem einen Auge und das ist nicht gut. Und was ich mir wahrscheinlich auch noch irgendwann mal kaufen werde, so ein Motion Simulator, wo man den Sitz mit bewegt Links 1, nicht steil. und dann hat man richtig Rallye-Feeling hier. 170. Jo, soweit erstmal das. Bis demnächst. Tschüss.